willkommen zurück zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Heute an Halloween. Ja, wir hatten heute Mittag ja schon Chills. Und ich habe jetzt nochmal Chills für uns. Der Slenderman. Aufnahmen vom Slenderman. Der berühmten Creepypasta. Ich bin gespannt. Wir schauen uns jetzt den Slenderman an. Viel Spaß. Ja, wie gesagt, die 12 gruseligsten Slenderman-Sichtungen auf Tape gebannt. Ich bin gespannt, Chills. Wir hauen rein. The legend of Slenderman has many different origins, but it always involves a long-limbed, faceless creature with a penchant for business suits and eating kids. Though just an internet urban legend, most of the people on this list say they thought he was just a myth until they saw him up close. Number 12. Also, der Slenderman ist Teil einer Creepypasta, also einer Internetlegende. Nein, ich glaube nicht an den Slenderman. Ich glaube, dass die 12 Sichtungen, die wir jetzt sehen werden, die 12 Clips, dass die gestellt sind. Alle. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie gut werden die uns unterhalten. Two friends are making a random video on a trampoline somewhere out in the Ich countryside. sehe ihn schon. They appear to be all alone until a tall stranger in a business suit Da ist steps out from behind a shed and leers at them. The two friends quickly bolt in the opposite direction, and we don't get to see what happens next, so it's hard to say if this was a prank or not. Das Witzige ist halt nur, der Slenderman taucht erst auf, irgendwo auf Bildern und Clips, seitdem es diese Creepypasta gibt. Davor hat nie jemand etwas von diesem Slenderman gehört. So, und deswegen sind wahrscheinlich alle Sichtungen, die wir bis jetzt hatten, fake. Weil es ist halt auch wirklich eine Creepypasta. Man kann sogar zurückverfolgen, ohne dass ich jetzt genau darauf eingehen kann, weil ich es gar nicht genau weiß, woher, also wer das war. Aber ich habe darüber mal eine Doku gesehen, also in einer Doku über Creepypastas. Es lässt sich sogar zurückverfolgen, von wem diese Slenderman-Geschichte stammt. Also die taucht nicht einfach so auf, sondern es gibt tatsächlich einen Urheber, der das Ganze erfunden hat. Ja. One thing I noticed was how Slenderman's head comes up to the roof of the shed. This places him at about 7 or 8 feet tall, which is about the same size as the legends say. Then again, I guess it could have been a Also, friend standing. ich glaube nicht, dass es so groß ist. Ne? Also er hat ja gesagt, zwischen 6 und 8 Fuß hoch. Das wären 2 bis 4 Meter. 2 Meter kann das da sein, ja, aber größer nicht. On something to give themselves more height. Number 11. A student is doing some schoolwork on his computer. When somebody comes in and starts recording, they have a short conversation that's interrupted by a large figure standing in the darkened doorway behind them. The creature's head almost touches the ceiling. Das sieht aber eher aus wie ein Schattenwesen, ne? And its arms Ja. Das ist, glaube ich, nicht der Slenderman, das ist einfach nur einer unserer beliebten Schattenwesen. are so gigantic and long that they don't even fully fit in the camera frame. Das könnte allerdings dann auch authentisch sein und nicht gestellt. Weiß man nicht. Weil es ist ja jetzt explizit nicht der Slenderman. Its arms look long enough to pluck them from the couch and drag them to their doom. Fortunately for them, the two friends get away just in time and take off. They glance back for a moment only to find Slenderman silently regarding them from the top of the stairs. Now that you've seen this on video, I'm eager to hear if you think this was a real Slenderman sighting or just someone in a really good costume. Also ich glaube nicht, dass es Slenderman ist, sondern dass es könnte irgendein anderes Wesen sein oder es ist halt doch fake, weil so wie das den Leuten folgt. Es ist halt so, die Schattenwesen zum Beispiel, die wir sonst immer so sehen, das sind jetzt nicht unbedingt Wesen, die Leute verfolgen oder angreifen, sondern die stehen halt irgendwo rum, die gucken um irgendwelche Ecken. Das war es aber auch. So, und ich glaube auch nicht, dass diese Wesen viel machen können, außer das, was ich gerade gesagt habe. Deswegen ist es vielleicht sogar gestellt, ja. Number 10.
I'm not sure where this short video comes from, but it's probably somewhere in Europe since they are driving on the left side of the road. The driver is traveling at a decent rate of speed when suddenly Slenderman descends upon them. It could just be a weird camera angle, but Slenderman looks extremely tall and lanky here. Gut gemacht. His limbs almost look too long to belong to a person. He's roughly half as tall as the light post he's standing next to. Gut bearbeitet, muss ich sagen, ja. So to me, this is either a mannequin or the real thing. Das Witzige ist ja auch, es gab, also ich weiß nicht, also ich kenne zumindest einen Slenderman-Film, in dem es halt um den Slenderman auch geht. Und ich weiß, dass im Zuge der Werbekampagne für diesen Film, das war jetzt kein riesiger Blockbuster im Kino oder so, aber es gab ein paar virale Clips zu diesem Film, die ähnlich waren, also auch sehr amateurhaft und so weiter und halt eine Art Promotion für diesen Film. Und deswegen müssen wir uns immer vor Augen halten, dass auch einige Clips vielleicht Werbung für diesen Film waren. Ich glaube, der ist von 2016, 2017, irgendwie so um den Dreh. 9. A YouTuber named Travis Andrew Barker and his brother were watching the movie Titanic one day when his brother noticed someone in the background who looked completely out of place. Travis wasn't Geil. sure if his brother was just messing with him, but as it turns out, he was telling the truth after all. If you can see right there, we pause the movie and there's Jack and there's Rose. If you look back there, you'll see the Slenderman. Das sieht doch eher aus wie Nosferatu. I honestly can't say that I've seen this movie that many times, so I'm not sure how legitimate. Also davon höre ich zum ersten Mal. Ich habe Titanic vielleicht 2-mal gesehen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan dieses Films. Aber ich habe davon noch nie etwas gehört, dass da im Hintergrund was zu sehen ist, was da nicht sein soll. Und ich habe mich schon öfter mal damit beschäftigt, mit Filmen und so weiter, wo eventuell Geister oder sowas auftauchen. Oder irgendetwas, was halt nicht da reingehört. Aber das ist mir noch nie aufgefallen. Das wurde noch nie irgendwo gesagt. This sighting is. If you are familiar with the movie and recognize the scene, then please let me know what is going on here and explain who this mysterious. Das kann aber natürlich auch, das kann aber auch einfach nur ein anderer Darsteller sein, der zu der Szene gehört im Hintergrund. Und weil die das ja auch halt so auf so einem alten Röhrenfernseher gucken, mit DVD ist das ja wahrscheinlich, es war ein DVD-Player daneben, ne? Ist vielleicht die Bildqualität auch einfach nicht so gut, dass es, ja, ich weiß es nicht. Mysterious background character is, if nobody can come forward with details, then this. Richtig cool wäre es ja, die haben ja jetzt gerade den Film auf Pause, ne? Das ist so ein DVD-Player, ja. Die haben den Film auf Pause. Und das Geile wäre ja, alle anderen bewegen sich nicht, weil es halt auf Pause ist, nur der Slenderman im Hintergrund, der bewegt sich und der kommt langsam auf die Kamera zu. Das wäre richtig creepy. Very well may be the first Slenderman sighting in a Hollywood movie. Number 8. A YouTuber named Lothvan hears a knock at 4:30 in the morning. This has been going on for quite a while, and he's finally had enough, so he grabs his camera and heads out. He films the outside scenery for a bit and catches nothing but crickets chirping under a night sky, or so he thinks. He looks at the video later and notices a small white face peering back at him from the shadows. Lothvan is now convinced that this is proof of how. Weiß ich nicht. Ist das ein Gesicht? How Slenderman stalks him and haunts his dreams at night. I'm curious as to whether or not you think someone was really there. Das kann doch auch wer weiß was sein. Also, das hier weiß ich nicht. Or if this all sounds made up. Number 7. A YouTuber named Scaredy Cat thinks he saw a tall stranger rummaging around his property, so he goes into his house and grabs a phone to record with. He cautiously makes his way back to where he last spotted the intruder, and it isn't long before he finds him again. Actually, this time, it looks like Scaredy Cat is the one who is discovered instead of the other way around.
so I'm not sure. I'm gonna try and capture it on tape now. Ich meine, es ist ja auch wohl ein sehr junger Mensch, ein Jugendlicher. Das Video ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und der hat wahrscheinlich genau den Hype von dem Slenderman so miterlebt. Und so wie er da steht, also wenn jetzt sich der Slenderman da hinten nicht noch mega bewegt, dann ist das noch nicht mal groß bearbeitet. Der hat dann einfach so eine Figur gebastelt und im Garten hingestellt. Okay. Ja. Ja. A humanoid creature appears to be staring directly at him while remaining Der hat da einfach eine Schaufensterpuppe hingestellt, wahrscheinlich aus dem Keller seiner Eltern oder so. Dem Anzug angezogen und dann soll das der Slenderman sein. Sehr kreativ, ja. completely motionless. Scaredy Cat goes running down the street screaming for his life. His Ja, ja. reaction sounds pretty genuine, Nein. but I'm not sure if this Nein, dieses Schreien ist auf alle Fälle nicht authentisch. was a real sighting or not. It almost looks like a mannequin that someone could have put out there as a joke. Maybe it could even be an impersonator, running around pretending to be the real thing. It just doesn't seem to be the right height to be Slenderman, though some legends say that the creature can change its height at will. Number 6. This deer is eating some corn when suddenly it looks up as if something is approaching. The camera jumps ahead and barely manages to catch this strange fleeting movement on the right side of the screen. Naja. Man hat's gesehen. Ja, da ging einer lang. The shadowy figure has everyone talking about the possibility of Slenderman. Da geht einfach irgendjemand lang. Also da war irgendjemand, der ist da lang gegangen und geht jetzt gerade aus dem Bild. Apparently has been rumored to be in this forest for years. It kind of looks like it might be wearing a business suit. It has an all-white head completely Wo kommt man das denn da bitte schön erkennen? devoid of all features, but it's Ja, komm, also hard to tell wirklich. for sure. Number 5. Es kann auch eine Cappy sein oder YouTuber so. named Frostbitten looks out his window one evening and sees what he thinks is Slenderman peering up at him from below. Das Fliegengitter stört. Extrem. You can see it much better when he moves away from the screen door. Oh crap. Hä? Crap. I do see what he's talking about, and so do some other viewers in the comments section. I can't tell for Also ich konnte jetzt wirklich nicht sagen, dass das aussah wie ein Humanoid, der da steht und ihn beobachtet. sure, but it looks like something with a pale head and long arms might be Ja, looking up aber- at him. I can't Das kann aber auch, wer weiß was sein. Man kann es ja wirklich kaum erkennen, oder? Habe ich da jetzt wieder einen Knick in der Optik? Also irgendwie, ja, ein Kopf, lange Arme, aber das ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, hat er da einen Speer in der Hand? really make out if it's wearing a suit or standing behind the tree. Then Ich weiß again, nicht. maybe this human-like shape is simply light reflecting off of the woods. Let me know if you can see Warum hat er nicht das Fenster aufgemacht? Dann hätte man vielleicht dann noch mal, hätte man es vielleicht noch mal besser sehen können und er hätte das auch vielleicht mal ansprechen können. Weil, wenn ich in meiner Wohnung bin, gucke aus dem Fenster und irgendetwas beobachtet mich unten, dann öffne ich das Fenster und frage, ey, was willst du denn hier? Ja? what Frostbitten is talking about, and if you agree with him or not. Number 4. Imagine going out for a relaxing day on the beach and seeing this mysterious figure walking just a couple of miles away. Das ist so einfach nur ein Mensch, der sich das Meer anguckt. This tall man with a bright white head and all black Der kann aber auch eine Mütze aufhaben oder sowas. clothes walks towards the water as if nothing is out of the ordinary. I will add that this area looks pretty lonely, and there's really no reason for anybody to dress up like Slenderman as a prank here. Nee, aber es könnte doch einfach eine normale Person sein mit einer Mütze, weil es windig ist und kalt. Und der guckt sich halt das Meer an. Was ist denn jetzt daran so ungewöhnlich? Klar, da ist sonst nicht viel los, aber It's too bad the person filming wasn't able to get any closer, though I can certainly respect their desire to keep as much space as possible. Number 3. na. This surveillance footage looks like it was taken on an academic campus of some sort.
The security camera is glitching out and skipping frames, which is supposed to be a clear indication that Slenderman is near. Look closely here, and you can see a transparent figure. Also wenn jetzt ein Glitch von Überwachungskameras ein Zeichen dafür ist, dass der Slenderman kommt, dann kommt er ja fast bei jeder Überwachungskameraaufnahme, die wir sehen. In the upper left. Then, Also, without warning, Leute. a tall figure is suddenly looming over a young boy. Slenderman yanks the boy high into the air by both arms, and then the video quickly cuts off. I notice in the bottom right corner that this camera was marked Camera 01, but I wasn't able to find footage from any of the other cameras. If somebody recognizes this location, then maybe we can do some more precise investigating and get to the bottom of this mistake. Ich glaube, das ist gefaked. Das ist ein Typ im Kostüm. Das ist gefaked. Definitiv. Mysterious sighting. Number 2. A group of friends are recording themselves lifting weights and basically just joking around in a small gym. The situation suddenly becomes very serious when one of them leaves the room and then comes rushing back to bang on the glass for help. You say I ain't gonna pick you up. 4. No way. What? What is he? Where is he? Ich glaube, das ist einer dieser viralen Clips zu dem Film. Das ist jetzt keine Szene aus dem Film, aber das sollte promotionmäßig sollte das sein. Ich glaube schon. Like appendage seems to wrap around their friend's waist and pulls him away. The group goes outside and searches for their friend Nathan, but he has vanished. Then another friend goes missing too. There. Come on. I could count as one. Oder für einen anderen Horrorfilm? Oder vielleicht ist das ein Horror-Kurzfilm auch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gut gemacht. Das ist richtig. 2 survivors run back into the building to talk about what just happened. One of them is in complete denial and thinks that they are simply being pranked. They are talking about whether this is really happening or not, when suddenly their worst fears are confirmed. You're not laughing at this? This is crazy. This is hilarious. That's nasty. That's nasty. Well, there is a strong possibility that this could be CGI. Ja. The uploader has not come out and said that this was a short Ja. film. Das ist, glaube ich, entweder ist es ein Kurzfilm oder es ist tatsächlich virale Werbung gewesen, weil das war der Slenderman. Instead, they insist it's real. Most of the people in the comments section agree that this is authentic, but I definitely like to hear what you think Ja. before we get to number 1. Ist gut gemacht, da muss man sagen, ja. My name is Chills, and I hope you're enjoying my narration. If you're curious about what I look like in real life, then go to my Instagram at DylanIsChillinYT and Kommt jetzt wieder Merch-Werbung? tap that follow button to find out. I'm currently doing a super poll on my Instagram. If you believe ghosts are real, then go to my most recent photo and tap the like button. If you don't, DM me saying why. When you're done, come right back to this video to find out the number 1 entry. Bitte. Chills merch is Anna. now available. And I'm gifting viewers who spend over $100 with a 100% free Foot Lettuce t-shirt to show my appreciation. This offer won't last forever, so get yours by visiting chillsmerch.com. Also, follow me on Twitter at YT_chills because that's where I post video updates. It's a proven fact that generosity makes you a happier person. So if you're generous enough to hit that subscribe button and the bell beside it, then thank you. This way you'll be notified of the new video I upload every Thursday. Es spricht also ein bisschen emotionslos, ne? Ja, immer so in der Tonlage. Number one. Endlich. 2 friends are riding around in the country when they come across an old house that gives off a strange feeling. They have nothing better to do, so they decide to investigate the old wooden structure in search of adventure. They are still outside. Vor allen Dingen der YouTube-Kanal heißt schon Slender Truth. The house when their camera starts to mess up, a clear sign that Slenderman is near. Ja, natürlich.
They don't think much of the electronic disturbance and continue to poke around the perimeter. Eventually, they find a doorless entrance and step inside, and that's when things go terribly wrong. Oh. Something bad seems to have wrecked this house. It's trash from the inside, and a part of it has collapsed in ruins. They aren't in there for long before they decide they've seen enough and want to leave. But when they go for the exit, something Da goes ist for er. them. Der Slenderman. Hallo Kinder. Slenderman reaches for them, and the sound cuts out on the camera as they scramble for a different exit. They barely make it out alive. Der wohnt da aber auch. Sehr spartanisch, der Slenderman. Ne? According to Arme many Slenderman. believers, this still frame is the closest anyone's ever come to capturing Slenderman's true form. Your shadow follows you wherever. Ja. Der Slenderman. Ja, war eine interessante Aufnahme, ne? Also ich finde ja richtig gut, wie kreativ die Leute sind und wie talentiert auch beim Video-Editing. Echt, echt toll. Der Slenderman ist halt schon, er ist halt gruselig, weil er halt kein Gesicht hat, weil er groß und lang ist. Und ja, dürr. Das macht es dann schon gruselig. Er existiert nicht, aber es ist trotzdem gut. Ja, macht Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Unten in der Beschreibung ist der Link zu dem Video von Schilz. Lasst einen Daumen nach oben da. Und in der Beschreibung ebenfalls auch ein Kanallink zu Schilz. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und ich würde mir auch von euch sehr ein Abo wünschen und einen Daumen hoch für dieses Video. Hinterlasst einen netten Kommentar und aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn es was Neues gibt. Ja, also ich empfehle mich. Bis später. Adios.